Oft wird behauptet, die goldene Regel wäre dasselbe wie Kants kategorischer Imperativ. Warum das nicht stimmt und zu welchen unterschiedlichen Ergebnissen die beiden Prinzipien in konkreten Fällen führen können, erfährst du in diesem Video. Sowohl zur goldenen Regel als auch zum kategorischen Imperativ findest du ausführliche Videos auf meinem Kanal. In diesem Video wollen wir die beiden moralphilosophischen Prinzipien gegenüberstellen und uns an einigen Fallbeispielen anschauen, worin sich die goldene Regel und der kategorische Imperativ unterscheiden. Die goldene Regel lautet: Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst, beziehungsweise behandle andere nicht so, wie du nicht von ihnen behandelt werden willst. Der kategorische Imperativ lautet in seiner Universalisierungsformel: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Und in der Zweck-an-sich-Formel: Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. Dass es sich beim kategorischen Imperativ und bei der goldenen Regel nicht um ein und dasselbe Prinzip handeln kann, sehen wir schon daran, dass Kant selbst die goldene Regel explizit kritisiert und mit dem kategorischen Imperativ ein eigenes, anderes moralisches Gesetz vorschlägt. Kant bezeichnet die goldene Regel als trivial und findet, dass sie sich nicht als moralisches Gesetz eignet. Mit der goldenen Regel könne man nämlich weder Pflichten gegen sich selbst begründen, noch Liebespflichten gegenüber anderen oder schuldige Pflichten gegenüber anderen. Die goldene Regel greift also erstens nicht, wenn es nur um mich selbst geht, etwa um die Pflicht, mein eigenes Leben zu erhalten oder meine Talente auszuüben. Sie verpflichtet mich außerdem nicht dazu, anderen Gutes zu tun, wenn ich gleichzeitig darauf verzichte, dass andere mir Gutes tun. Und drittens, und das meint Kant mit schuldigen Pflichten gegeneinander, will der Mensch grundsätzlich nichts Negatives erleiden, selbst wenn negative Konsequenzen beispielsweise als Strafe für eine vorangegangene Schuld gerechtfertigt wären. Ein Verbrecher könnte so mit Hilfe der goldenen Regel gegen seine strafenden Richter argumentieren. Das bedeutet, der Verbrecher dürfte nicht zu einer Strafe verurteilt werden, weil der urteilende Richter anstelle des Verbrechers auch nicht bestraft werden wollen würde. Ob diese 3 Kritikpunkte an der goldenen Regel berechtigt sind, werden wir im Laufe des Videos mit Hilfe der Fallbeispiele überprüfen. Doch stellen wir zunächst einmal die goldene Regel und den kategorischen Imperativ gegenüber. Bei beiden Regeln handelt es sich um formale Prinzipien ohne konkreten Inhalt. Beide Prinzipien machen also keine inhaltlichen Vorgaben darüber, was zu tun oder zu unterlassen ist. Der Handelnde muss demzufolge sowohl die goldene Regel als auch den kategorischen Imperativ je nach Kontext anwenden und inhaltliche Normen daraus ableiten. Während die goldene Regel von der eigenen Person, genauer den eigenen Wünschen und Interessen ausgeht und diese auf das Gegenüber überträgt, geht es beim kategorischen Imperativ um die widerspruchsfreie Verallgemeinerungsfähigkeit der Maxime zum allgemeinen Gesetz. Es spielen beim kategorischen Imperativ weder die Neigungen, Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche oder Interessen der betroffenen Person noch die möglichen Folgen der Handlung eine Rolle. Es handelt sich um eine abstrakte und anonyme Handlungsregel, die das konkrete Gegenüber nicht berücksichtigt. Die goldene Regel verlangt als Einfühlungsregel aber explizit Empathie, also das sich einfühlen in den anderen Menschen. Außerdem müssen mögliche Konsequenzen berücksichtigt werden. Ziel der goldenen Regel ist schließlich, das Wohlergehen des anderen zu befördern bzw. Schaden von ihm abzuwenden. Während der kategorische Imperativ positiv als Gebot oder Aufforderung formuliert ist, ist die goldene Regel zumeist negativ als Verbot formuliert. Der kategorische Imperativ gilt, wie der Name schon sagt, kategorisch, unbedingt, also immer, überall und für jeden. Ausnahmen, selbst wenn diese die besseren Folgen für alle Beteiligten hätten, sind nicht erlaubt. Eine aus dem kategorischen Imperativ abgeleitete Norm ist eine unbedingte moralische Pflicht, die unter allen Umständen gilt. Die goldene Regel hingegen ist keine unbedingte ethische Pflicht im Sinne Kants. Sie lässt Ausnahmen zu. Streng genommen gilt die goldene Regel nur hypothetisch, nämlich unter der Bedingung, dass ich mir selbst ein bestimmtes Verhalten wünsche. Während der kategorische Imperativ also ausschließlich deontologisch bzw. gesinnungsethisch argumentiert, kann die goldene Regel als Einfühlungsregel auch situations- und folgenethisch interpretiert werden.
Sie ist keine kategorisch anzuwendende gesinnungsethische Regel, die ihrem Wesen nach keine Ausnahme fähig ist, sondern primär eine situations- und folgenethische Maxime, die je nach Kontext interpretiert wird. Ein letzter Unterschied zwischen der goldenen Regel und dem kategorischen Imperativ besteht darin, dass ersteres sich, wie Kant selbst anmerkt, nur auf das zwischenmenschliche Miteinander bezieht. Pflichten gegenüber mir selbst kann ich mit Hilfe der goldenen Regel nicht begründen. Doch welche Handlungen gebieten die beiden Prinzipien in konkreten Fällen? Schauen wir uns ein paar Fallbeispiele gemeinsam an. X ist verzweifelt und sieht keinen Sinn mehr in seinem Leben. Darf er Suizid begehen? Die goldene Regel hilft uns in einer solchen Situation nicht weiter. Sie kann nur innerhalb von zwischenmenschlichen Beziehungen in Bezug auf ein konkretes Gegenüber angewendet werden. Bei einer, wie Kant sie nennt, Pflicht gegenüber mir selbst, gerät die goldene Regel an ihre Grenzen. Und der kategorische Imperativ? Kant führt das Beispiel Suizid in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten gleich zweimal an, um die Anwendung des kategorischen Imperativs zu illustrieren. Die Maxime, ich beende aus Selbstliebe mein Leben, wenn es mir langfristig mehr Leid als Freude bereitet, kann zum einen als allgemeines Gesetz nicht widerspruchsfrei gedacht werden. Das Prinzip der Selbstliebe, das eigentlich der Erhaltung des Lebens dient, würde dann nämlich zur Beendigung des Lebens führen. Das Verbot des Suizids ist bei Kant eine vollkommene Pflicht gegen sich selbst. Suizid hält aber auch der Überprüfung durch die Zweck-an-sich-Formel des kategorischen Imperativs nicht stand. Wenn sich der Mensch das Leben nimmt, zerstört er die moralische Person in sich und macht sich selbst zur Sache. Er behandelt sich bloß als Mittel, nicht als Zweck an sich. Eine ältere, gehbehinderte Dame lässt auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt ihre Einkäufe fallen. Sollst du ihr helfen, die Einkäufe aufzuheben? Die Antwort der goldenen Regel lautet ja. Wenn du selbst in Not gerätst, wünschst du dir schließlich auch die Hilfe eines anderen. Und was, wenn du dir keine Hilfe in Not wünschst? Was, wenn du in einer solchen Situation deine Einkäufe lieber selbst aufhebst? Musst du dann auch der älteren Dame nicht helfen? Kant selbst bringt diesen Einwand gegen die goldene Regel vor. Er behauptet, mit der goldenen Regel ließen sich keine Liebespflichten gegenüber anderen begründen, wenn ich nur selbst auf Wohltaten anderer verzichte. Eine solche enge Interpretation der goldenen Regel zieht zwangsläufig absurde Konsequenzen nach sich. Man dürfte dann beispielsweise auch keine kleinen Kinder füttern, weil man nicht selbst gefüttert werden möchte, oder keine Komatösen waschen, weil man selbst nicht gewaschen werden möchte. Interpretiert man die goldene Regel jedoch als Einfühlungsregel, versetzt man sich also in die Situation der älteren Dame und fragt sich, was man sich an ihrer Stelle wünschen würde, greift diese Kritik nicht. Dann habe ich die Pflicht, jedem zu helfen, der meine Hilfe braucht und möchte. Und welche Position vertritt Kant beim Thema Hilfsbereitschaft? Auch laut Kant haben wir die moralische Pflicht, anderen Menschen zu helfen. Diese Pflicht ergibt sich aus der Überprüfung durch den kategorischen Imperativ. Die Maxime, ich helfe Menschen in Not nicht, kann nicht als allgemeines Gesetz gewollt werden. Ich kann nicht wollen, dass Hilfsbereitschaft verboten ist, da ich mir selbst Hilfe und Beistand wünsche, wenn ich in Not gerate. Wir sehen, Kant argumentiert in diesem Beispiel ähnlich wie die goldene Regel. Da ich mir selbst Hilfe in Not wünsche, kann ich kein allgemeines Gesetz wollen, das eine solche Hilfe verbietet. Jedoch geht es bei Kant nicht um ein direktes Gegenüber, in das ich mich in einer konkreten Situation einfühle und dessen Perspektive ich einnehme, sondern um die abstrakte, theoretische Tauglichkeit der Maxime zum allgemeinen Gesetz. Laut Kant kann ich vernünftigerweise kein Gesetz wollen, das Hilfe in Not verbietet, da Menschen von Natur aus bedürftige Wesen sind, die auf gegenseitige Hilfe angewiesen sind. Zudem behandle ich Menschen als Zweck an sich, indem ich ihnen helfe. Du bist Richterin und führst das Verfahren gegen einen Dieb. Darfst du ihn zu einer Strafe verurteilen? Kant nennt selbst dieses Beispiel, um zu verdeutlichen, dass sich die goldene Regel nicht als moralisches Gesetz eignet. Auf den ersten Blick scheint es nämlich so, als müsste die Antwort laut goldener Regel Nein lauten. Da du selbst nicht verurteilt werden möchtest, darfst du auch den Dieb nicht verurteilen. Dass diese Kritik nicht wirklich berechtigt ist, haben wir bereits im letzten Video ausführlich analysiert. Es sind in diesem Fall zum einen weitere Menschen, nicht nur der Dieb, betroffen. Zum anderen muss die Existenz von Strafen für begangene Verbrechen und ein funktionierendes Rechtssystem als Rahmenbedingung für das Handeln des Richters vorausgesetzt werden.
Zudem wäre es nicht zu dieser paradoxen Situation gekommen, hätte sich der Dieb selbst an die goldene Regel gehalten. Eine sinnvollere Anwendung der goldenen Regel wäre in diesem Fall daher, du würdest dir als Angeklagte ein faires Verfahren und ein gerechtes Urteil wünschen und ermöglichst daher auch dem Dieb ein faires Verfahren und ein gerechtes Urteil. Wenn der Dieb schuldig ist, darfst du ihn auch verurteilen. Angesichts all dieser Einschränkungen, Schwierigkeiten und nötigen Präzisierungen ist Kants Einwand, die goldene Regel eigne sich nicht als moralisches Prinzip, jedoch berechtigt. Sobald mehrere Personen mit unterschiedlichen Interessen beteiligt sind, muss die goldene Regel offensichtlich um weitere utilitaristische oder rechtsphilosophische Überlegungen ergänzt werden. Und zu welchem Ergebnis kommen wir mit dem kategorischen Imperativ? Streng genommen geht es in dieser Frage nicht um eine moralische, sondern um eine rechtliche Pflicht. Die Überprüfung durch den kategorischen Imperativ funktioniert aber trotzdem. Kann ich wollen, dass es ein allgemeines Gesetz gibt, das es verbietet, einen Dieb zu verurteilen? Selbstverständlich nicht. Eine gesetzlich garantierte Straffreiheit für Diebe würde das Eigentum und die Sicherheit aller Menschen gefährden. Durch ein gerechtes Urteil behandelst du außerdem den Dieb nicht nur als Mittel, sondern gleichzeitig als Zweck an sich. Du darfst den Dieb daher zu einer gerechten Strafe verurteilen. Du bist in Geldnot und zu Besuch bei einem reichen Freund. In seiner Wohnung liegt ein Bündel mit mehreren 100-Euro-Scheinen. Du weißt, dass dein Freund keinerlei Überblick über seine Finanzen hat. Darfst du dir in einem unbeobachteten Moment einen der 100-Euro-Scheine nehmen? Beginnen wir mit der goldenen Regel. Wärst du der reiche Freund, würdest du dir dann wünschen, dass jemand dein Geld stiehlt? Höchstwahrscheinlich nein. Anstelle deines reichen Freundes möchtest du mit ziemlicher Sicherheit nicht bestohlen werden und wärst darüber sehr traurig und enttäuscht. Und zwar auch dann, wenn der Freund keinen Überblick über seine Finanzen hat oder sehr großzügig ist. Auch wenn das gestohlene Geld für einen guten Zweck gedacht wäre, etwa um Medikamente für deine schwerkranke Großmutter zu kaufen, verbietet die goldene Regel das Stehlen. Und zu welchem Ergebnis führt der kategorische Imperativ? Auch die Überprüfung mit dem kategorischen Imperativ ergibt ein klares Nein. Die Maxime, ich stehle Geld, wenn ich in Geldnot bin, kann nicht widerspruchsfrei als allgemeines Gesetz gewollt oder gedacht werden. Der Begriff Stehlen setzt nämlich den Begriff Eigentum voraus. Sowohl die Vorstellung von Eigentum als auch die Bedeutung von Stehlen und damit die Maxime selbst würden durch ein solches Gesetz zerstört. Die Überprüfung durch die Zweck-an-sich-Formel führt zum selben Ergebnis. Bestehle ich jemanden, dann behandle ich ihn nur als Mittel und nicht gleichzeitig als Zweck an sich. Deine Freundin hat sich für den Abiball ein Kleid gekauft, das du furchtbar hässlich findest. Sie ist völlig begeistert von dem Kleid, hat viel Geld dafür bezahlt und fragt dich nach deiner Meinung. Sollst du ihr sagen, dass du ihr Kleid schrecklich findest? Was würdest du dir selbst in dieser Situation wünschen? Das ist sicherlich von Person zu Person verschieden. Manche Menschen können keine Kritik vertragen und werden lieber angelogen. Andere möchten die Wahrheit wissen, egal wie schmerzhaft sie ist. Da deine Freundin aber offensichtlich sehr von ihrem Kauf überzeugt ist, würdest du dir an ihrer Stelle ein Kompliment wahrscheinlich mehr wünschen als die Wahrheit. Du lügst also deine Freundin an und sagst ihr, dass du das Kleid schön findest. Und was ergibt die Überprüfung durch den kategorischen Imperativ? Kann die Maxime, um die Gefühle anderer Menschen nicht zu verletzen, lüge ich, als allgemeines Gesetz gewollt werden? Kann ich also wollen, dass es ein Gesetz gibt, welches vorschreibt, dass jeder lügen muss, wenn er ansonsten die Gefühle anderer Menschen verletzt? Klares Nein. Dann könnte nämlich niemand mehr dem anderen vertrauen. Damit würde sich die Maxime selbst zerstören. Lügen hätte mit einem solchen Gesetz keinen Sinn mehr, da Lügen nur dann funktioniert, wenn der andere die Lüge glaubt. Wenn ich weiß, dass es ein allgemeines Gesetz gibt, das vorschreibt, zu lügen, um die Gefühle anderer Menschen zu schonen, muss ich jederzeit annehmen, dass der andere mich anlügt. Es gäbe kein Vertrauen mehr und ohne Vertrauen könnte auch keiner mehr sinnvoll lügen. Diese Maxime kann als allgemeines Gesetz nicht nur nicht gewollt, sondern nicht einmal widerspruchsfrei gedacht werden. Das Lügenverbot ist bei Kant eine vollkommene Pflicht, eine strenge Form der Verpflichtung, die keine Ausnahme zulässt. Ich muss ausnahmslos immer die Wahrheit sagen und darf auch dann nicht lügen, wenn ich jemandem anderen mit meiner Lüge helfe. Kant verdeutlicht diese sogenannte Pflichtenkollision in seinem Aufsatz über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen an einem extremen Beispiel.
Selbst wenn mich ein Mörder fragt, ob sich mein von ihm verfolgter Freund bei mir im Haus versteckt, wäre es pflichtwidrig und damit moralisch falsch, ihn anzulügen. Die Überprüfung mit der Zweck-an-sich-Formel bringt dasselbe Ergebnis. Nach Kant behandle ich einen Menschen nur als Mittel und nicht gleichzeitig als Zweck an sich, wenn ich ihn anlüge. Welches moralische Prinzip überzeugt dich persönlich mehr? Die goldene Regel oder Kants kategorischer Imperativ? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit den Quizlet-Lernsets Die goldene Regel und Kant kategorischer Imperativ kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!